Es ist der Tag der Tage, liebe Leute. Nicht so wie letzte Woche einfach nur ein paar Sachen zusammenpacken, sondern heute zählt's. Heute müssen wir zumindest an das meiste denken. Klar kann man unterwegs immer noch was dazu, was man braucht, kaufen, aber theoretisch wollen wir eigentlich so gut wie es geht vorbereitet sein. Und damit willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Groot muss zu Hause bleiben. Und ja. Grogu darf zeigen, was der drauf hat. Es geht schon mal gut los. Noch nicht mal unsere kürzesten Flaschen passen irgendwie hier in unsere Schubladen. Also nehmt davor nochmal Maß, ob so Sachen reingehen. Otto-Normalverbraucher-Sachen in eure Schubladen gehen. Wo machen wir die denn jetzt hin? Wir können die doch nicht immer legen. Hat ja Potenzial zum... Kleinere Flaschen kaufen und umfüllen. Oh Gott. Das können wir vielleicht vorne noch in diese Tasche ausfüllen. Teilweise fühlt sich auch nach so verschwendeten Platz an. Was? Die Seite, das wird Peppis Fach. Da haben wir jetzt so Futter drin für ungefähr, ich würde sagen, 2 bis 3 Wochen. Und ja, damit müssen wir jetzt irgendwie versuchen auszukommen. Also es wird spannend, weil wir regelmäßiger Hundefutter kaufen müssen. Und ich bin gespannt, wie und wann und wo und überhaupt, wie wir das bekommen. Und statt 11 Kilo Gas haben wir jetzt nur noch 880 Gramm dabei. Mal gucken, wie wir damit auskommen. Vorher waren es 4 Monate. Jetzt wird es weniger. Vermutlich auf jeden Fall kein Omnia. Was? Basti möchte nicht auf Kuchen verzichten. Auf Bananenbrot. Wir haben gerade irgendwie nicht so richtig Platz für unsere Sachen, die wir so lebensmitteltechnisch für länger, also sowas wie Nudeln oder Dosen oder so. Jetzt haben wir aber ja noch ein Fach ungenutzt hier an der Seite. Aber da passen die nicht rein. Das heißt, es gibt nur noch Spaghetti. Spaghetti it is. Spaghetti passen hier 800 Packungen rein. Aber Fusilli? No Silly. Oh, Fusilli. Ist der schon voll? Nee. Da strahlt mich gerade einer an. Was darf auch bei uns auf einem Chimney, im kleinsten Camper der Welt, nicht fehlen? Ich kann nicht ohne Scotch aus dem Haus. Das ist aber Chimney Edition. Ein Glenfiddich und ein Glen-Scotia Distillery. Und was haben wir da für ein Glas? Das ist vom Klaus. Der hat eine richtig schöne Halterung für uns gebaut, für den Van. Aber die Halterung passt leider nicht mit in den Chimney, aber zumindest ein Glas davon. Nosing time. Für das Öl und den Essig und so brauchen wir echt nochmal eine Lösung. Vielleicht müssen wir da echt so auch Miniatur wie du. Ja. Das macht mich nicht so richtig happy. Ja, das finden wir alles raus. So langsam wird's voll. Ich glaube, wir machen die Klappen zu, sonst kommt immer mehr da rein. Wir sind erst 2 Stunden über der Zeit. Mach die Luken dicht? Ja, das ist. So, was jetzt nicht drin ist, ist halt nicht drin. Müssen wir nachrüsten oder. Keine Ahnung. Wir müssen los.
Wir sind losgekommen. Wir können es immer noch nicht glauben. Verrückt! Es fühlt sich sehr merkwürdig an. So für diese einen Testnächte, die wir mal so gemacht haben, hat man immer so kurz gepackt und war ja egal. Und jetzt sind wir einfach wieder so richtig on the road. Ja, und irgendwie, ne? Also man hat noch nicht das Gefühl, dass wir wieder unterwegs sind. Es fühlt sich immer noch an, als wäre es ein Test. Ja. Vor allem, aber weil wir auch noch einen kleinen Zwischenstopp machen werden. Und zwar in München bei Freunden, bevor es dann richtig weitergeht. Die erste Fahrt war nicht ganz so lang. Wir sind in München angekommen, sind jetzt bei Freunden für 2-3 Tage und dann geht's richtig los. Also sehen wir uns wahrscheinlich, wenn es richtig losgeht. Wir sind unterwegs, wir haben es geschafft. Wir mussten mehrere Tage länger auf das Paket warten, was wir eigentlich noch zu unseren Freunden Sarah und Tomislav geschickt hatten. Irgendwie hatten wir das noch nie, dass wir eigentlich schon quasi 5 Zustellungsstopps, bevor wir es hätten bekommen sollen, noch eine Notifikation bekommen, dass wegen außerordentlichen Zuständen, zum Beispiel Krankheit, Unfall, etc., das Paket erst später zugestellt wird und wir jetzt insgesamt knapp eine Woche länger auf das Paket gewartet haben. Nicht ganz eine Woche. Nicht ganz eine Woche. wir haben darauf gewartet, weil das ist der Rucksack für das Ersatzrad und den wollten wir auf jeden Fall noch haben, weil der uns nochmal zusätzlich Stauraum bietet, vor allem was gerade so Müll oder irgendwelche Sachen, die schmutzig sind, betreffen. Die wollen wir irgendwie nicht hier im Fußraum oder sowas rumliegen haben. Deswegen sind wir jetzt froh, dass wir das haben und es kann endlich losgehen, denn es wurde echt schon ganz schön kalt und wir wollen jetzt Richtung Süden ins Warme. Es soll zwar, die Sonne kommt schon langsam raus, wärmer werden über den Tag, aber noch ist es kalt. So, das erste haben wir schon vergessen. Wir haben keine Schaufel dabei. Die ist im Van. Und die brauchen wir, glaube ich. Vielleicht. Besser haben als brauchen. Schaufel ist gekauft. Der Mini-Gräber. Aber so ein klassischer Klappspaten. Haben wir eigentlich schon gehabt im Van. Vergessen mitzunehmen. Haben wir jetzt 2. Nützt nix. Geht aber gut in unsere neue Tasche. Mega gut. Wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs und nähern uns dem Süden in, ich würde gerade sagen in großen Schritten, aber eher in kleinen Jimny-Schritten. Der Frühling hat sie noch mal ein bisschen verdrückt, es ist noch mal ordentlich kalt geworden. Deshalb wollen wir umso schneller nach Italien kommen. Und in alter oder gewöhnlicher Neuland-Stories-Manier gibt es noch mal eine Planänderung zur Planänderung zur Planänderung, weshalb wir jetzt voraussichtlich, ich will noch nichts 100% festlegen, wer weiß das schon, nach Italien fahren und nutzen jetzt die Zeit während der Fahrt und wenn wir gleich hier irgendwo einen Zwischenstopp machen, um noch ein bisschen Italienisch zu lernen.
Guter Stopp für eine Pause, damit wir auch nochmal mit Peppi gehen können. Wir wollen ja jetzt, wenn wir mit dem Jimny unterwegs sind, auch ein bisschen häufiger und regelmäßigere Pausen machen und nicht so mega viel am Stück fahren. Mal gucken, ob wir das auch gut durchgesetzt bekommen. Was wir hier aber auch machen können, da wir uns jetzt ja umentschieden haben und nach Italien fahren und da auch bleiben erstmal, wollen wir natürlich auch wieder die Sprache ein bisschen lernen. Es ist ja immer schön, wenn man ein paar Basics drauf hat. Und das Gute ist, mit Rosetta Stone haben wir ja mit dem Lifetime-Abo Zugriff auf 25 Sprachen. Jetzt können wir quasi easy von Spanisch, was wir damit immer gelernt haben, auch mal auf eine neue Sprache switchen und Italienisch lernen. Una bambina. Una bambina. Das Schöne ist, Rosetta Stone arbeitet mit vielen Bildern, mit Aussprache und kurzen Szenen. Man bekommt also so ein richtiges Gefühl, wie die Sprache dann sein wird. Also es ist wie so ein kurzes Training zwischendurch statt halt hartes Vokabelpauken. Und deshalb können wir das jetzt auch hier so auf der Fahrt in der Pause zwischendurch machen oder morgens beim Kaffee oder abends kurz vorm zu Bett gehen. Also man kann es flexibel einsetzen und das ist irgendwie, ja, passt perfekt für uns in den Reisealltag. Und wir hatten das jetzt ja auch schon auf der Reise in Südamerika, dass es wirklich richtig schön ist, wenn man ein paar Sätze schon mal parat hat und vielleicht mal beim Bäcker bestellen kann oder im Restaurant oder vielleicht so einen kleinen Smalltalk irgendwie halten kann. Das macht irgendwie die Reise dann doch nochmal ein ganzes Stück schöner und wir freuen uns drauf, das dann vielleicht dann auch in Italien direkt mal einbringen zu können. Und ja, wie gesagt, mit dem Abo, mit dem Lifetime-Abo habt ihr die Möglichkeit, 25 Sprachen auszuwählen und dann könnt ihr, wie wir, euch auch spontan umentscheiden und statt Spanien dann nach Italien fahren und habt trotzdem die Möglichkeit, die Sprache zu lernen. Und jetzt im März bekommt ihr mit unserem Link über 60% Rabatt auf das Lifetime-Abo. Das bedeutet einmal einkaufen und lebenslang Zugriff auf 25 Sprachen ohne Ablaufdatum. Also perfekt zur Vorbereitung für eure nächste Reise. Und wir haben natürlich wie immer alle Infos nochmal unten in die Beschreibungsbox gepackt oder ihr scannt einfach den QR-Code, den wir hier eingeblendet haben und könnt dann eure Sprachen auswählen oder euer passendes Abo und anfangen zu lernen. Mega! Und wir nehmen jetzt die Beine in die Hand und gucken, dass wir Richtung Süden kommen, ins Warme. Wir sind in Österreich, Berge! Hier in Österreich ist jetzt schon ordentlich die Sonne rausgekommen. Und hinter der Windschutzscheibe ist es doch schon gut warm geworden. Haben schon fast überlegt, ob wir unsere Klimaanlage benutzen. Nee, Quatsch. Aber es ist richtig schön, es macht richtig Spaß. Die Berge sind da, wir fahren durch die Alpen. Das Panorama ist einfach herrlich. Und mit dem Wetter macht es natürlich doppelt so viel Spaß. Da sind wir fast froh, dass das Paket so viel Verspätung hatte, weil wir dadurch ein paar kalte, schmuddelige Tage noch aussitzen konnten und jetzt mit krassem Sonnenschein einfach starten. Kalten Morgenden und Nächten noch, aber die Sonne wärmt über den Tag dann auch. Den Brenner und Österreich haben wir geschafft. Wir sind jetzt in Italien. Der ganze Spaß durch Österreich hat uns jetzt so um die 33 Euro gekostet. Ich glaube 21 Euro Vignette und 12,50 Euro oder so. Für eine Dreiviertelstunde Fahrt. Für eine Dreiviertelstunde Stau. Aber ich vermute mal, die meisten, die nach Südtirol oder Italien oder so in den Urlaub fahren, die kennen die Preise bestimmt. Wir waren ein bisschen überrascht, aber gut. Wir wollen ja Kilometer machen, das ist die kürzeste Strecke und wir müssen unbedingt ins Warme. Ja, gib mal. Da muss man ein Ticket ziehen und dann muss man. Wird teuer, wenn man ausfährt. Autostrada del Brennero. Wetterbericht steht drauf. Guck mal, was für eine schöne Burg. Also, die italienische Seite wollte wohl auch noch ein bisschen Autostrada del Brennero Geld. Für Verkehr, Straßenzustand und Wetterbericht. Jetzt wisst ihr, warum wir Rosetta Stone machen.
Kannst du nochmal vorlesen? Also, Video liken, hypen, abonnieren, damit wir uns das Reisen in Europa überhaupt noch leisten können. Ja, wir müssen erstmal Mautgeld einnehmen. Das ging schneller als gedacht und irgendwie war ich ein bisschen überrumpelt. Wir mussten nicht selber tanken, was wir so gar nicht mehr gewöhnt waren. Und er war einfach ultra nett und wollte dann auch kein Trinkgeld haben und es wurde direkt Italienisch gesprochen und ja, ich war ein bisschen überfordert, aber ultra happy mit der Situation, weil es einfach so ein total verrücktes Reisegefühl wieder war und es hat natürlich auch super viel Spaß gemacht hier zu tanken, denn hier kostet 1 Liter Benzin 1,63. Wie krass ist das? Ja. In Österreich waren es 2,09 €, allerdings entlang der Autobahn, wobei wir hier auch entlang der Autobahn sind. Und in Deutschland waren es, als wir heute Morgen rausgefahren sind, 2 € für Benzin? Nee, es war bei 2,60 oder sowas, als wir rausgefahren sind. Es war ultra teuer. Ja, es war ultra teuer. Ja, cool. Sieht so schön aus, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet und dann durch die Täler nochmal ins andere Tal reinscheint. Wir sind jetzt noch so 1,5 Stunden von unserem Stellplatz entfernt und hoffen, dass wir noch zumindest beim bisschen Tageslicht ankommen. Sonst haben wir schon bei unserer ersten Ausfahrt unsere erste Dachzelt-Camper-Regel gebrochen. Stimmt. Die wir uns so gelegt hatten, und zwar, 2 eigentlich sogar. Wir wollten eigentlich am Tag nicht länger als 4-5 Stunden fahren. Stimmt. Und wir wollten bei Tageslicht noch am Platz ankommen. Und noch eine dritte Regel haben wir gebrochen. Ja, Mautstraße fahren. Mautstraßen vermeiden. Yay! Ich würde sagen, Wir fangen morgen an mit den Regeln. Erfolg. Als kurzen Zuckerboost gibt es jetzt noch eine Clementine, die wir auf dem Weg bei einem Marktstand hierher bekommen haben. Ich habe keine gekauft, weil ich dachte, die Saison ist schon vorbei. Und dann hat man aber zum Einkauf eine dazu bekommen und sie riecht schon mega geil und ich befürchte, sie schmeckt auch mega lecker und ich ärgere mich jetzt, dass ich nicht welche mitgenommen habe. Ja, Bolo. Ich will auch eine. Gib. Schmeckt so lecker. 2021, als wir mit dem Van durch Italien gereist sind, hatten wir immer eine riesen Box Clementinen hinterm Beifahrersitz und ich glaube, wir haben einfach die ganze Fahrt nur das hier gesnackt. Wir haben die Berge hinter uns gelassen und so langsam kommen die ersten rollenden Hügel mit Zypressen und Weinbergen und Bella Italia. Wir sind angekommen, wurden in Empfang genommen und ja, es macht Sinn, dass wir Italienisch lernen.
Irgendwie das, was uns auf der Zunge liegt, ist Spanisch. Wir verstehen ein bisschen, aber auch gar nicht mal so viel. Aber es ist richtig cool. Es macht einfach richtig Spaß, jetzt wieder irgendwie sich auf einer anderen Sprache verständigen zu müssen. Und der Platz, es sieht, glaube ich, ziemlich cool aus. Wir sehen gerade nicht viel, weil es sehr dunkel schon ist. Wir sind sehr dicht an der Autobahn und man hört sie ganz schön doll. Das wird spannend, aber ich glaube, so an sich ist es hier ein schöner Platz. Mal gucken, wie wir mit der Autobahn klarkommen. Und jetzt erstmal Zelt aufbauen. Im Dunkeln. Yay! Hi, Pieps! Au! Fuck! Ah! Ellenbogen angeschlagen. Weil dein Schlafsack nicht aus der Tasche kam. Dieser scheiß Schlafsack. Riesending. Das ist aufgebaut. Ohne Thermozelt haben wir noch mal ein bisschen mehr Platz. Peppi scheint lieber in ihrer Box zu chillen. Sie hat jetzt gefressen und hat sich direkt wieder vor ihre Box gesetzt. Also warum draußen auf dem kalten Boden, wenn nicht drin im warmen Schlafsack in ihrer Box? Jetzt drehen wir gleich nochmal eine Runde mit ihr. Wir machen uns auch irgendwie, glaube ich, nur oder doch lieber eine warme Suppe oder so. Irgendwas Wärmendes. Auf jeden Fall einen Tee. Und dann gucken wir, dass es. Dann callen wir es a day. Wie viel Uhr ist eigentlich? Das wäre vielleicht mal spannend zu wissen. Das ist schon super spät. 10 vor 8. Echt? Ja. So spät ist es. 10 vor 8. Wir haben, glaube ich, so um die 8 Grad. Es wird frisch, es wird so langsam kalt. Ich muss mir gleich auch noch eine zweite Schicht anziehen. Heute Nacht soll es auch um die 5 Grad werden. Und wir haben kein Thermo-Innenzelt, sprich gleiche Temperaturen wie bei unserem Testcampen, nur ohne Thermozelt. Es wird also spannend. Jetzt aber erstmal was zu essen. Alles andere erzählen wir morgen. Und dann? Nach unten und drin. Los. Sterneküche essen heute Abend, Leute. An Tag 1. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war okay. Es war doch echt recht kalt. Wir haben doch gemerkt, wie viel Wärme das Thermozelt doch gespendet hat im Inneren. Wobei, Basti, du hast wieder ganz Irgendwann wird es auch frisch. Morgens, wenn es so Richtung Morgen ging. Ja. Und natürlich ist hier der Platz direkt an der Autobahn auch echt laut.
vor allem im Zelt, wo man jedes Geräusch mitbekommt. Das haben wir so nicht vorhergesehen. In der App sah der Platz ein bisschen abgelegener aus, aber, und auf den Fotos sowieso, weil natürlich nur in die schöne Richtung fotografiert wurde, wir wurden mit unseren eigenen Mitteln geschlagen. Jetzt machen wir uns aber erstmal Kaffee und Tee und lassen den Tag starten. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch. Kaffee! Wir haben uns den einzigen Platz ausgesucht im Schatten. Der habe ich auch schon lange nicht mehr Kaffee gekocht. Eigentlich jetzt irgendwie in letzter Zeit immer nur Filterkaffee. Aber es hat zu viel Platz gebraucht, der Filter. Deswegen neuer Dichtungsring. Und jetzt wieder Mokka. Danke. Erster Tag Italien. Bei dem Wetter können wir auch mal das gesamte Setup einsetzen. Das Solarpanel funktioniert richtig gut. Wo wir jetzt Akkus, Kühlschrank und alles dran haben, kriegen wir mehr rein, als rausgeht. Ich finde es genial. Einfach Strom, Freihaus. Auf- und abbauen wird auf jeden Fall unser neuer Sport. Es dauert alles noch ziemlich lange, aber ich glaube, das wird sich schon noch eingrooven, wenn wir wissen, was wohin kommt. Das finden wir jetzt gerade alles so ein bisschen raus. Und da wir das jeden Tag machen müssen, manchmal auch mehrfach, wird sich das hoffentlich eingrooven und schneller gehen. Dachzelt haben sie gesagt. Definitiv auf jeden Fall bewahren sich gerade so die ersten Gadgets, die wir uns zugelegt haben. Ganz gut, oder? Ja, voll. Und ja, so nach und nach, also nicht nur, dass man schneller wird, sondern die Handgriffe passen sich an, so dass man zum Beispiel eine Schublade halb aufmacht und mit dem Kühlschrank dann aber ganz aufmachen kann, aber an beides dran greifen kann. So Kleinigkeiten eben. Und das werden wir aber hoffentlich demnächst bald mal in einer Roomtour zeigen, in der detaillierten. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt das mal unten in die Kommentare. Da werden wir hoffentlich nicht so lange warten wie mit dem Van. Genau 4 Jahre haben wir nämlich gebraucht. Nein, das gibt es in den nächsten paar Wochen. Da wird jedes kleinste Gadget gezeigt. Korrekt. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Vicenza, den ersten Italien-Flair einsaugen. Mega gut. Und den Jimmy lassen wir zum ersten Mal alleine hier. Tschüss, Grogu. Die Sonne ist da und es ist warm. Ich weiß auch absolut nicht, wie ich aussehe, was die Klamottenfront so sagt. Na, wir haben halt nicht so viel Verschiedenes dabei. Der Spiegel ist die Kamera ist mein Spiegel. Los geht's. Komisch an. Reisegruppe Neuland ist unterwegs. Den Touri-Rucksack haben wir dabei. Es ist herrlich warm. Bin zwar ein bisschen zu warm angezogen, aber es ist so schön. Happy ist direkt im Abenteuermodus. Läuft auf der Mauer. Und wir haben so eine Stunde Fußweg in die Stadt. Guckt euch diese Villen an. Am Anfang ging es noch so ein bisschen der Straße entlang und jetzt
laufen wir durch so einen kleinen Fußfahrradweg entlang schönen Häuser und sind eigentlich auch schon fast in der Innenstadt. Wir sind in den kleinen Gässchen von Italien angekommen und es ist so schön. Das ist richtig schön. Das ist eine richtig süße Kaffeebar hier, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Die Menschen kommen hier rein, stellen ihren Espresso an der Bar. Wir können jetzt hier hinten sitzen und das Ganze beobachten. Und es gibt eine Toilette. Und für mich gibt es einen Saft. Letztes Mal habe ich gesagt, ich werde in Italien auch zum Kaffeetrinker. Habe auch einen Espresso getrunken, aber irgendwie hat es mich noch nicht dazu gebracht. Vielleicht ja dieses Mal. Ja, die war vorne im Tresen und ich habe gehofft, dass es der Kuchen ist. E la spremuta per te? No, Per lui, farai. per lui, Lui? lui, Okay. per lui e per lei, Per lei. lei femminile. Okay. Grazie. Das ist wohl die süßeste Espresso-Tasse ever. Darum sollte man reisen. Weil es einfach das beste Gefühl. So, liebe Leute, wir haben uns ein bisschen infizieren lassen vom italienischen Flair. Wir lieben es hier einfach. Es ist mega, mega schön. Ja, wir genießen das total, die kleinen Städtchen, die Straßen, der Frühling mit jeder Blume und ja, das i-Tüpfelchen war jetzt der Espresso und das Haselnuss-Törtchen in Ja. dem Café. Ja, dementsprechend hat sich auch ein bisschen der Plan mit Portugal zerschlagen. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen rausgehört oder vielleicht schon den Podcast gehört. Da haben wir es gesagt. Wir bleiben jetzt erstmal in Italien. Ja, was genau der Plan ist, das werdet ihr noch erfahren, aber definitiv bleiben wir erstmal hier im italienischen Raum und freuen uns einfach, dass wir unterwegs sind. Ja, es ist mega cool, es macht Spaß, der Jimny macht Spaß und wir gucken mal, wie sich das alles entwickelt, wie lange wir das mit dem Hin- und Herpacken hinkriegen. Das wird interessant und spannend. Und ihr seid hoffentlich mit dabei. Abonniert diesen Kanal, damit ihr das alles mitkriegt. Das wisst ihr doch auch. Liked das Video. Hype das nicht. Video. Genau, das geht nämlich auch. Das hilft uns auch sehr. Und das Emoji der Woche ist eine Espresso-Tasse. Ja, eine Tasse Kaffee gibt es, glaube ich, aber die steht für die Espresso-Tasse. Ja, auf jeden Fall. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid. Das wird richtig schön. Wir haben gute Laune und gutes Wetter. Ja. Mal gucken, ob das alles anhält. Und wann die ersten Offroad-Strecken kommen. Oh ja. Also, bis nächste Woche. Danke. Ende.